Hallo und herzlich willkommen zum Thema Dropshipping-Lieferanten in Xentral. Und in diesem Video zeigen wir, wie ein Dropshipping-Geschäft in Xentral abgebildet werden kann und was dabei zu beachten ist. Starten wir gleich in die Software und navigieren zu dem Modul Dropshipping-Lieferant. Genau, da haben wir die Übersicht von Möglichkeiten oder erstmal von Einstellungen im Modul. Man beginnt damit, dass man erst die Gruppen anlegen soll, also für die jeweiligen Lieferanten. Da kann man den Button neuen Eintrag anlegen nutzen. Ich habe schon eine Gruppe angelegt. Man vergibt beliebig die Bezeichnung. Man soll Lieferanten zuweisen der Gruppe. Optional kann man auch das Zielprojekt festlegen. Das heißt, nach dem Aufteilen von dem Hauptauftrag kommt der Dropshipping-Auftrag in dieses spezielle Projekt. Und das ist nützlich, wenn man Auswertung für die Dropshipping Optionen oder für das Dropshipping-Geschäft machen möchte, etc. Es gibt viele Möglichkeiten für die Einstellung, ob die Bearbeitung oder Durchführung von dem Dropshipping-Auftrag nur bei der grünen Ampel für die Zahlung möglich ist. Das ist hier der Fall. Ob man für den Teilauftrag, also vom Teilauftrag sprechen wir, das ist der Auftrag für Dropshipping. Ob für diesen Auftrag dann Autoversand durchgeführt werden muss, das ist bei mir der Fall. Und welche Dokumenten dann erstellt werden sollen im Autoversand. Ob eine entsprechende Bestellung an den Lieferanten automatisch ausgelöst werden soll, ähm, anhand von diesem Teilauftrag. Und. Mehrere Möglichkeiten, die soll man sich hier mit Informationsicon in Ruhe anschauen und dann für den jeweiligen Lieferanten dann im einzelnen Fall entscheiden. Hier möchte ich zum Beispiel, dass der Lieferschein auch an den Lieferanten mit der Bestellung mit versendet werden soll. Für den Fall, dass der Endkunde zum Beispiel die Dokumente oder Belege dann von mir sieht und nicht von dem jeweiligen Lieferanten. Also so weiß der Kunde nicht, dass die Ware nicht von mir eigentlich versendet wird. Genau, alle Möglichkeiten sind erstmal hier mit dem Informations-Icon, aber auch in unserem Help Center ganz gut und ausführlich beschrieben. Bitte da 'n Blick werfen. Der zweite Schritt für die Einrichtung von 'nem Dropshipping-Lieferant-Modul ist die Anlage von den Dropshipping-Artikeln und da gibt's ein paar Möglichkeiten. Zum einen eine manuelle Anlage mit dem Button Neuer Eintrag. Zum anderen, über die Gruppe kann man die Artikelliste hier mit der Aktion Artikelliste hochladen per CSV hochladen, falls da mehrere Artikel zu dem bestimmten Lieferanten gehören sollen. Und es gibt eine Option Assistent. Die ist dafür da, dass man die Artikel von dem gleichen Hersteller auch der gleichen Gruppe oder dem gleichen Lieferanten gleich zuordnen kann. Dafür ist eine Voraussetzung, dass die Artikel erstmal in Stammdaten vorhanden werden sollen und für den Fall der Nutzung von diesem Assistent soll das Feld Hersteller in dem Artikel ausgefüllt werden. Generell ist es so, dass alle Dropshipping-Artikel in Xentral logischerweise sein sollen unter Stammdaten und als Lagerartikel gekennzeichnet werden sollen. Sobald die Einstellungen in dem Modul erledigt sind, können wir uns ein Beispiel anschauen von dem Auftrag, wie das Ganze funktioniert. Genau, entweder legt man manuell den Kundenauftrag an oder es funktioniert genauso, wenn der Auftrag aus dem Shop importiert wird. Das spielt an der Stelle keine Rolle. Hier im Beispiel merken wir uns, das Projekt von dem Hauptauftrag ist Shopify. Dann würde ich 2 Positionen hinzufügen
und, eine Position ist diese Autofarbe. Bei mir ist ein Dropshipping-Artikel. Man sieht oder hat gerade gesehen, das war rot markiert, also sprich, der Bestand im eigenen Lager ist aus. Das ist die Voraussetzung für die Nutzung von dem, Dropshipping-Lieferant-Modul. Ähm, Sobald da der Bestand im eigenen Lager für diesen Artikel vorhanden ist, wird kein Dropshipping-Auftrag ausgelöst. Nach der Freigabe kommt, 'ne Meldung, dass der Auftrag, also der Hauptauftrag einen, Dropshipping-Artikel enthält und, entsprechende Aktion ist hier möglich, Dropshipping-Auftrag anlegen. Bei mir war in dem Dropshipping-Modul eine Einstellung, dass ich das nur, machen oder tun darf, wenn diese Ampel für Zahlung, grün ist in dem Hauptauftrag. Das ist hier der Fall. Also würde man mit dem Dropshipping-Auftrag anlegen, die eigentliche Aktion starten. Das dauert ein bisschen. Dann sehen wir, der Hauptauftrag mit dem Projekt Shopify enthält jetzt nur noch eine Position, die bei mir, am Lager ist, und wurde ein Teilauftrag angelegt. Das ist, Dropshipping-Auftrag. Und erstmal springt, das Projekt um, also wird umgestellt auf das gewünschte Projekt für Dropshipping-Geschäft. Und dieser Teilauftrag enthält den Dropshipping, Artikel. Für den Auftrag wurde automatisch, nach den Einstellungen, die ich vorgenommen habe, auch die Bestellung ausgelöst. Man sieht auch, dass der Teilauftrag, also Dropshipping-Auftrag, der Autoversand durch ist. Das war auch in dem Modul eingerichtet. Das heißt, zu dem Auftrag existieren bereits Lieferschein und Rechnung und man erwartet, dass der in der Bestellung hier oben unter Dateien der Lieferschein mit versendet wird. Das ist ebenfalls hier passiert. All die Dinge, die werden, wie gesagt, in dem Dropshipping-Lieferant-Modul eingerichtet nach, bestimmten Bedürfnissen und je für, Lieferant. Genau. Das ist der eigentliche Prozess für die Bearbeitung von den, Dropshipping-Aufträgen und Teilaufträgen. Es gibt ein paar Hinweise wie, Porto. Die Porto-Position wird nicht aufgesplittet. Ähm, genau, falls in dem Hauptauftrag nur eine Position, enthalten ist, von dem, das wäre ja Dropshipping-Artikel, und die zweite Position sind Portokosten. Und, würde man Dropshipping, starten, dann, würde das System einfach das Projekt gegebenenfalls, falls, eingerichtet, auch umstellen und die Position, also Portokosten, kommen dann auch mit rein. Es wird nicht aufgesplittet, dass die Portokosten jedenfalls einfach in dem Hauptauftrag als Position drin stehen bleiben. Genau, zu dem Lagerbestand, wurde schon erwähnt, sobald der Lagerbestand im eigenen Lager da ist, wird kein Dropshipping-Auftrag, angelegt. Und in dem Dropshipping-Modul wird keine Tracking-Information vom Lieferanten empfangen. Soll das, erforderlich sein, dann, kommen gegebenenfalls die anderen zusätzlichen Möglichkeiten in Frage, wie Übertragungen-Modul et cetera. Das war es schon zum Thema Dropshipping-Lieferant, und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.